Von deinem Bruttogehalt bleibt netto zu wenig übrig? Dann bleib unbedingt dran. In diesem Video zeigen wir dir 8 Tipps und Möglichkeiten, mit denen du mehr netto von deinem Brutto bekommst. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Like von dir freuen. Je nach Einkommen und Steuerklasse werden dir bis zu 45% deines zu versteuernden Einkommens abgezogen. Das bedeutet, im schlechtesten Fall arbeitest du bis in den Juni hinein nur für das Finanzamt und die Sozialversicherungen. Die gute Nachricht ist, dass du deine Abgabenlast verringern kannst und das ganz legal. Wie du die Höhe deiner Abgaben optimieren und damit dein Nettoeinkommen erhöhen kannst, das zeigen wir dir jetzt. Tipp Nummer 1: Steuerfreibeträge nutzen. Von deinem Bruttogehalt werden jeden Monat Steuern und Sozialversicherungsbeiträge einbehalten und abgeführt. Dabei wird dir in den meisten Fällen zu viel abgezogen. Um das zu vermeiden, hast du 2 Möglichkeiten. Erstens, du lässt Steuerfreibeträge direkt in die Lohnsteuerkarte eintragen. Oder zweitens, durch die jährliche Steuererklärung. Mehr dazu erfährst du gleich. Der Eintrag deiner Freibeträge hat den Vorteil, dass du sofort mehr Netto von deinem Bruttolohn bekommst und nicht erst auf die Steuerrückerstattung des Finanzamtes warten musst. Aber was ist ein Steuerfreibetrag genau? Der Steuerfreibetrag ist, wie der Name schon sagt, ein festgelegter Anteil des zu versteuernden Einkommens, für den man keine Steuern zahlen muss. Der bekannteste ist der Grundfreibetrag. Das ist der Anteil, auf den keine Einkommenssteuer anfällt, und er beträgt aktuell 9.744 Euro für Singles und 19.488 Euro für Verheiratete. Den Grundfreibetrag brauchst du nicht beantragen. Weitere Arten von Freibeträgen sind zum Beispiel der Ehrenamtsfreibetrag, Freibeträge der Erbschaftssteuer oder Freibeträge auf Zahlungen für allgemeinnützige Zwecke wie etwa Spenden. Tipp Nummer 2: Steuererklärung einreichen. Unterlagen sammeln, Belege suchen und Formulare ausfüllen. Die Steuererklärung erfordert tatsächlich einen gewissen Aufwand. Wenn man aber die durchschnittliche Steuererstattung in Deutschland betrachtet, stellt man fest, dass die Steuererklärung das größte Potenzial für einen höheren Nettoverdienst bietet, ohne dass sich das Bruttoeinkommen erhöht. Laut dem Statistischen Bundesamt beträgt die durchschnittliche Steuererstattung in Deutschland nämlich ca. 1.051 Euro. Und auch die Wahrscheinlichkeit einer Erstattung ist hoch. Im Jahr 2017 erhielten 12,3 Millionen Steuerpflichtige eine Erstattung, während nur 1,5 Millionen eine Steuernachzahlung leisten mussten. Steuerlich absetzen kannst du zum Beispiel Handwerkerrechnungen, verschiedene Versicherungsbeiträge oder den Anfahrtsweg zur Arbeit. Bei der Entfernungspauschale kannst du für den einfachen Weg von deinem Wohnsitz bis zur Arbeitsstelle 30 Cent pro Kilometer von der Steuer absetzen. Belege sind dafür nicht erforderlich. Bist du Fernpendler, kannst du bis zum Jahr 2023 ab dem 21. Kilometer sogar 35 Cent und ab 2024 bis 2026 38 Cent je Kilometer absetzen. Das Verkehrsmittel spielt keine Rolle, mit Ausnahme von Taxi und Flugzeug. Es gilt also zum Beispiel auch für Bahnfahrer. Ein Beispiel: Der Weg von deiner Wohnung bis zur Arbeit beträgt 16 Kilometer und du hast 220 Arbeitstage im Jahr. 220 mal 16 mal 0,30 € ist gleich 1.056 Euro. Das ist der Betrag, den du von der Steuer absetzen kannst. Tipp Nummer 3: Kirchenaustritt. Wenn du in Deutschland Mitglied in einer Kirche bist, fällt in der Regel Kirchensteuer an. Je nach Bundesland liegt die Höhe in Baden-Württemberg und Bayern bei 8% und in allen anderen Bundesländern bei 9% deiner Einkommenssteuer. Da sie von deiner Einkommenssteuer abhängig ist, lässt sie sich auch mit unseren Tipps von Nummer 1 und 2 reduzieren. Je weniger Einkommenssteuer du zahlst, desto geringer ist auch die Kirchensteuer. Fällt keine Lohnsteuer an, weil dein Einkommen zu gering ist, wird auch die Kirchensteuer nicht fällig. Vermeiden kannst du die Kirchensteuer auch, indem du aus der Kirche austrittst. Dafür genügt eine Meldung an das Standesamt oder das Amtsgericht vor Ort. Wie hoch die Einsparung sein kann, zeigt die folgende Beispielrechnung. Ein kinderloser, lediger, 35-Jähriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, gesetzlicher Krankenversicherung und 3.000 Euro Bruttolohn zeigt die Einsparungen eines Kirchenaustritts. Ohne die Berücksichtigungen von Steuerfreibeträgen beträgt die Lohnsteuer monatlich 419,58 Euro, also rund 4.999 Euro. Daraus ergibt sich eine Kirchensteuer von 449,91 Euro, die sich durch den Austritt aus der Kirche einsparen lassen. Wenn du aber gläubig bist und deshalb nicht aus der Kirche austreten möchtest, kannst du die Kirchensteuer auch als Sonderausgabe in der Einkommenssteuererklärung absetzen. Das bringt zwar nur eine kleine Einsparung, aber in Summe mit anderen Freibeträgen und absetzbaren Ausgaben ist es dennoch sinnvoll. Tipp Nummer 4: Geldwerte Vorteile nutzen. Bei deiner Gehaltsverhandlung solltest du immer auch die Steuer im Blick haben. Grundsätzlich gilt, je mehr du verdienst, desto höher ist dein prozentualer Steuersatz.
Wenn du also eine Gehaltserhöhung von 10% erhältst, dann kommen diese 10% mehr Gehalt netto nicht bei dir an. Statt einer Gehaltserhöhung kannst du auch Sachleistungen mit deinem Chef vereinbaren. Einige dieser Leistungen sind nicht steuerpflichtig. Hier ein paar Beispiele. Grundsätzlich keine Steuerpflicht gibt es bei Tickets im öffentlichen Personennahverkehr, Kinderbetreuungszuschüssen, Weiterbildungen und Firmenlaptops und Diensthandys, die vom Arbeitnehmer auch privat genutzt werden können. Freibeträge gibt es bei Gesundheitsprävention, zum Beispiel Fitnessstudio-Beiträge bis 500 Euro pro Jahr und Mitarbeiterrabatte bis 1080 Euro pro Jahr. Freigrenzen gibt es bei Gutscheinen, zum Beispiel Tankgutscheine bis zu einem Wert von 44 Euro pro Monat. Zwischen Freibeträgen und Freigrenzen gibt es einen wichtigen Unterschied. Bei Freibeträgen muss nur der Teil versteuert werden, der über den Freibetrag hinausgeht. Bei Freigrenzen muss der gesamte Teil versteuert werden, falls die Freigrenze überschritten wird. Tipp Nummer 5. Steuerklasse wechseln nach Hochzeit. Nach einer Heirat befinden sich Ehepartner zunächst in Steuerklasse 4. Das ist auch sinnvoll, wenn beide Partner ein ähnliches Gehalt verdienen. Wenn aber ein Partner deutlich mehr verdient als der andere, dann sollte der besser Verdienende in die Steuerklasse 3 und der weniger Verdienende in die Steuerklasse 5 wechseln. So profitieren beide von niedrigeren Steuern. Den Antrag auf Steuerklassenwechsel kannst du einmal im Jahr bis jeweils zum 30.11. an das Finanzamt stellen. Tipp Nummer 6. Vermögenswirksame Leistungen beziehen. Viele Arbeitnehmer verzichten auf die vermögenswirksamen Leistungen, obwohl sie ihnen zustehen. Dabei zahlt der Arbeitgeber bis zu 40 Euro monatlich in deinen Sparvertrag ein. Die Höhe der Zahlung ist von deinem Arbeitsvertrag und der Branche abhängig, in der du beschäftigt bist. Vermögenswirksame Leistungen bekommst du unabhängig von deinem Einkommen. Eine Einkommensgrenze gibt es nur für staatliche Zuschüsse, die du noch dazu erhalten kannst. Für die Anlage deiner vermögenswirksamen Leistungen hast du verschiedene Möglichkeiten. Beliebt ist die Anlage in Fonds. Tipp Nummer 7. Krankenkasse wechseln. Grundsätzlich ist der Beitragssatz für die gesetzlichen Krankenkassen bei allen gleich und liegt bei 14,6% des Bruttoeinkommens. Die Hälfte davon zahlt bei Angestellten der Arbeitgeber, die andere Hälfte zahlst du als Arbeitnehmer. Bist du als Selbstständiger freiwillig gesetzlich versichert, zahlst du den Beitrag allein. Auch wenn der allgemeine Krankenkassenbeitrag für alle Versicherten gleich ist, gibt es trotzdem Unterschiede in der Höhe. Die Krankenversicherungen können nämlich einen Zusatzbeitrag erheben. Die Höhe variiert, denn die Kassen legen ihn selbst fest. Er liegt aber in den meisten Fällen zwischen 1 und 1,5%. Wenn deine Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht, hast du ein Sonderkündigungsrecht bis zum Ende des Monats, in dem die Erhöhung erstmalig gilt. Wenn der Beitrag also zum 1. Januar erhöht wird, kannst du bis zum 31. Januar kündigen. Dafür musst du nur rechtzeitig der günstigeren Krankenkasse beitreten, die übernimmt dann die Kündigung bei der alten Krankenkasse für dich. Nach 2 Monaten bist du dann bei der neuen Kasse versichert. Auch eine private Krankenversicherung kann eine Alternative sein, wenn du dort längerfristig niedrigere Beiträge zahlst. Hier kommt es insbesondere auf deinen Gesundheitszustand und dein Alter beim Eintritt in die PKV an. Am Ende des Videos und in der Beschreibung verlinken wir dir einmal ein Video mit den Vor- und Nachteilen der privaten Krankenversicherung. Tipp Nummer 8. Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Bist du öfters auf Dienstreisen, kannst du, wenn sie länger als 8 Stunden dauern, pauschal 14 Euro als Verpflegungsmehraufwand von der Steuer absetzen. Bei längerer Abwesenheit über 24 Stunden sind es 28 Euro. Je nach Dienstreiseziel, zum Beispiel wenn es ins Ausland geht, sind auch höhere Pauschalen festgelegt. Wenn der Arbeitgeber aber deine Mahlzeiten bezahlt, müssen die Verpflegungspauschalen gekürzt werden. Für ein Frühstück sind es 20%, für Mittag und Abendessen sind es jeweils 40%. Ich hoffe, dir hat das Video mit den 8 Tipps für mehr Netto vom Brutto gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Like von dir freuen. Wenn du noch Fragen oder einen Videowunsch hast, dann schreib mir in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.